Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsbetting Academy Community und auch allen anderen Zusehern im Zusammenhang mit dem Sportwetten. Und dies ist eine weitere Sicherheitswarnung im Zusammenhang mit dem Thema der Orbit Exchange. Gestern habe ich bereits ein Video hier veröffentlicht, dass es aktuell in einigen Fällen inzwischen schon zu Schwierigkeiten gekommen ist im Zusammenhang mit der Orbit Exchange, wo mir Teilnehmer berichtet haben, dass deren Konten hier leergefegt wurden. Das heißt, es wurden sogenannte Wetten platziert, nicht von ihnen selbst, sondern es ist eingehackt auf das Orbit-Konto und dann wurden hier Wetten platziert auf Cricket, so dass hier im Endeffekt das gesamte Geld, was auf der Orbit Exchange oben war, dann bei den einzelnen Teilnehmern verloren wurde und auf deren Konto über diesen Weg transferiert wurde. Und da reden wir aber nicht von kleinen Beträgen, sondern wirklich das gesamte Bankroll, was hier über diesen Weg transferiert wird. Einmal sind es 1200, einen Fall haben wir gehabt mit etwas über 400. Heute habe ich noch einen Fall erfahren, eben durch mein letztes Video, wo sich dann einer bei mir gemeldet hat, der über 5000 Euro über diesen Weg schon verloren hat. Und das ist natürlich ein wirkliches Problem, ein wirkliches Sicherheitsproblem, was derzeit bei der Orbit Exchange existiert. Und ich möchte jetzt mit diesem Video etwas ergänzend zum gestrigen Video hier ausbauen. Und zwar habe ich gestern in dem Video gesagt, dass es wichtig ist, dass du die richtige Domain verwendest. Da wir eben, oder die meisten, die was in der Sportsbetting Academy sind, über Bet in Asia ein Konto eingerichtet haben, ist aus Sicht jetzt von Bet in Asia ganz wichtig, dass du orbitxch.com verwendest. Ich verlinke das dann auch unterhalb von diesem Video, was die richtige Domain ist. Und dann hat mir auch die Brigitte, liebe Grüße an Doppelwetten, mich freundlich darauf hingewiesen, dass es eben auch noch andere Agenten gibt, die was dieses orbitxch.com haben. Also auch das ist möglich, aber bitte immer nur im Zusammenhang auch mit diesem Agenten. Somit wurde auch gestern schon ein E-Mail an alle Doppelwettenkunden gesendet, dass ihr die richtige Domain verwendet. Also achtet darauf, bei welchen Wettagenten bin ich und welche Domain brauche ich, um hier keine Unsicherheit zu schüren. Ja, okay? Und somit, falls das sich jetzt einer hier unsicher gefühlt hat von gestern, tut es mir leid. Ich bin immer davon ausgegangen, dass eben die meisten über Bet in Asia bei mir sind, und bei Bet in Asia haben wir eben das ohne diesem E. Und deswegen ist hier eben der Ratschlag, unbedingt den Agenten auch anzuschreiben, welche Domain ist denn für dich die richtige, wenn du auf die Orbit Exchange hier zugreifst. Und ja, ich werde euch hier noch, ich habe mal das an den Zettel vorbereitet, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Ich habe dann auch hier mit Bet in Asia schon mit dem Support heute geschrieben, um eben auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Und hier gibt es nun eine Empfehlung, wie du mit diesem Thema derzeit umgehen sollst, wenn du auf der Orbit Exchange hier aktiv sein möchtest. Das erste Thema ist: Lass kein Geld unbeaufsichtigt auf der Orbit Exchange ungebunden um. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel eine Einzahlung machst bei Bet in Asia, also beim Agenten, dann musst du ja zuerst einen Transfer durchführen auf die Orbit Exchange, und damit du eben dort deine Wetten platzieren kannst. Und das machen eben viele, die zum Beispiel zahlen jetzt 1000 Euro ein und transferieren diese 1000 Euro direkt auf die Orbit Exchange, obwohl sie nicht 1000 Euro zum Beispiel hier an Wetten platzieren. Und das ist natürlich eine Gefahr, weil in diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, dass eben jetzt einer dein Geld hier abgreifen kann. Somit unsere Empfehlung ist, dass du, wenn du zum Beispiel fertig bist mit deinen Trading-Aktivitäten und zum Beispiel noch Gelder nicht gebunden sind an Wetten, zahl dir das bitte immer auf das
BIA Wallet aus, also wenn du bei Bet in Asia bist. Wenn du bei einem anderen Agenten bist, bitte erkundige dich dort, welche Möglichkeiten du dort hast. Und dieser Transfer zwischen der Orbit Exchange und eben dem BIA Wallet ist kostenfrei und kannst du eben hier ohne Probleme verwenden. Die zweite Empfehlung, was ich für dich habe, das gibt es bei Bet in Asia. Zumindest kann ich jetzt einmal von Bet in Asia sprechen. Ich weiß nicht, ob das die anderen Agenten auch haben. Bitte erkundige dich dann bei deinen Agenten. Richte dir bitte einen 2FA Sicherheitszugang ein. Bei Bet in Asia findest du das unter Mein Profil und dort kannst du einen Google-Authentikator einrichten, der dann für dich immer so einen Code generiert, für 6 Zeichen, also 6 Zahlen, jedes Mal, wenn du dich dann neu einloggst. Und das würde ich dir wärmstens empfehlen, weil ich nämlich gestern auch eine E-Mail bekommen habe, oder ich glaube ein Kommentar war sogar, wo mir einer geschrieben hat, dass im Endeffekt auch sein Bet in Asia Konto gehackt wurde, beziehungsweise vielleicht hat er bei Bet in Asia und bei der Orbit Exchange das gleiche Passwort gehabt. Und dann haben eben diese Kriminellen versucht, über die Kryptowährung das auszahlen zu lassen, das Geld, was auf Bet in Asia oben war. Und das Glück, was bei ihm war eben die Situation, dass das nicht ging, weil eben die Einzahlung über ein Bankkonto stattgefunden hat und du eben nicht sofort über zum Beispiel die Kryptowährung auszahlen lassen kannst. Also auch von dem her bitte ändere hier das Passwort und verwende nicht bei der Orbit Exchange und bei Bet in Asia das gleiche Passwort. Okay? Dritter Hinweis an dich: jeden Schaden und jeden Betrugsversuch, den du wahrnimmst, melde dies bitte unbedingt an deinen Agenten. Ja, die haben dann eine eigene Institution, ein Department, wo sie auf das dann hier das prüfen können, was dir hier widerfahren ist. Okay? Vierter Schritt habe ich schon erwähnt, dass du eben aufpassen musst, welche Domain du verwenden sollst. Und ja, und das andere war auch, dass das Geld nicht unbeaufsichtigt lassen sollst. Ja. Ja, es gibt leider hier fast keine Alternative für uns im deutschsprachigen Raum, wenn es jetzt um das Thema des Tradens geht. Deswegen müssen wir einfach versuchen, wenn möglich, ja, unsere Gelder über diesen Weg anders zu schützen. Also wie gesagt, bitte lasst es nicht so oben auf der Orbit Exchange, wenn euer Geld euch lieb ist. Ja, ich halte euch natürlich am Laufenden, sobald sich hier was ergibt. Ich verlinke dann euch unterhalb von diesem Video auch noch andere Beiträge zu diesem Vorfall, damit ihr das auch verfolgen könnt. Wenn ihr selbst davon betroffen seid, schreibt mir das bitte als Kommentar unterhalb hinein oder schickt mir noch eine E-Mail, damit wir hier dementsprechend auch diese ganzen Fälle sammeln können, um eben dann auf der einen Seite die Orbit Exchange selbst damit zu konfrontieren, Betfair damit zu konfrontieren, die einzelnen Agenten damit zu konfrontieren, um eben hier dagegen zu wirken, beziehungsweise dann dementsprechend auch der Orbit Exchange und den Agenten helfen können, dass die das überhaupt wahrnehmen, dass eben genau das gerade passiert. Und ja, unter dem Video oder mir per E-Mail schicken, damit wir hier eine Sammelkartei anlenken. Ja, ich wünsche euch jetzt allen noch schöne Feiertage und passt auf euer Geld auf. Alles Liebe und bis zum nächsten Video.